Homeschooling, Gaslighting, Nötigung. Ihr habt richtig gehört und gelesen, das ist leider der traurige Alltag von Rapunzel, die eigentlich den ganzen Tag in ihrem Turm verbringt und unter der dominanten Art ihrer vermeintlichen Mutter, Mutter Gothel, leidet. In diesem Video werden wir uns anschauen, wie ein Kind niemals zur Schule gehen muss und wie lange es dauert, bis ihr als Teenager aus der Schule herausgeworfen werdet. Wir begeben uns außerdem auf die Suche nach einer Erlösung für Rapunzel und erhaschen vielleicht auch einen kurzen Blick auf dieses Dreamboat. So zumindest nennt ihn Mutter Gothel selbst in der Reprise ihres ikonischen Songs. Und damit herzlich willkommen, ich bin Elinor, ich spiele Sims 4 und ich stelle euch in meinen Videos meine eigene Challenge, die Disney Parent Challenge, vor, in der es einerseits darum gehen soll, den Eltern beliebter Disney-Charaktere kleine Hintergrundgeschichten zu verleihen, andererseits aber auch verschiedene Elterntypen beleuchten soll. Spätestens seit meiner zweiten Elternzeit, in der ich mir diese Challenge ausgedacht habe, ist das in meinem Leben logischerweise ein besonders wichtiges Thema. Wir sind nun mittlerweile hier schon in der 3. Generation angekommen und ich nehme euch wie immer mit, indem ich euch jede Generation ausführlich vorstelle und euch auch in mein eigenes Gameplay mitnehme. In den letzten beiden Videos haben wir schon einiges über die Hintergrundgeschichte von Mutter Gothel erfahren, über ihren Job, ihre Kinder, einen kleinen Sidekick, denn tatsächlich war ja Rapunzel nicht ihr einziges Kind, und im letzten Video sogar auch schon über die Ziele der Challenge. Ja, was soll denn jetzt eigentlich noch kommen? Wie immer gibt es noch ein paar weitere Ziele, die unter der sogenannten Kategorie des Storytellings laufen, weil sie dem Spiel oder der Generation einfach noch ein bisschen mehr Tiefe verleihen sollen, noch ein paar mehr Farben, wie man die Vorlage des Disney-Films, nachdem die Generation inspiriert ist, noch ein bisschen besser ausgestalten kann. Und tatsächlich offenbare ich euch auch einen Punkt, an den ich gekommen bin, als ich dachte, okay, jetzt ist alles vorbei. So schnell ging's. 3 Generationen, die Disney Parent Challenge ist vorbei. Ansonsten werden wir uns in diesem Video den 3 Dingen widmen, die ich gerade schon genannt habe, den Homeschooling-Aspekten. Wie ist es, wenn ihr ein Kind tatsächlich nicht zur Schule lasst? Dem Gaslighting, indem wir uns nochmal diesen Elterntyp genauer anschauen. Und wie ich schon oft versprochen habe, dieses dunkelste Kapitel der ganzen Challenge. Und die Nötigung, ja, was dem auch nahe kommt und was sozusagen meine Interpretation dessen ist, wie ich die Filmvorlage am besten umsetze. Nun also viel Spaß, wir starten mit den Storytelling-Zielen. Storytelling. Werde zur Vampirin. Ich habe Mutter Gothel in den vergangenen Videos sehr oft als Kräuterhexe bezeichnet. Und ja, ich finde, der Begriff Hexe passt auch sehr gut zu ihr. Aber tatsächlich müssen wir der Wahrheit ins Auge sehen, welchem Okkult in The Sims 4 sie doch am ehesten entspricht. Und das ist ein Vampir. Sie hat ein ewiges jugendliches Aussehen, obwohl sie eigentlich schon richtig alt ist. Und dieses jugendliche Aussehen bekommt sie dadurch, dass sie Rapunzel missbraucht, also ihr die langen Haare kämmt und dieses Lied singen lässt. Und dadurch sich ihre Falten wieder zurückziehen und sie jung wird. Bei Rapunzels echte Mutter, als sie mit ihr schwanger war, diese wundersame Blume gegessen hat, die Mutter Gothel vorher immer genutzt hat, um ihre Jugend zu bewahren. Deshalb ja diese ganze Sache überhaupt mit dem in den Turm eingesperre. Das heißt, sie erhält sich davon am Leben, dass sie ja Rapunzel nötigt, etwas Besonderes zu tun, nämlich das Lied zu singen. Wie können wir das in die Sims umsetzen? Natürlich, indem wir sie nötigen, von ihr zu trinken. Daher also, werde Vampirin, was natürlich das Pack Vampire erfordert. Und darauf bin ich schon mal in der letzten Folge eingegangen. Was ist die Alternative, wenn jemand kein Vampir-Pack besitzt? Statt einer Kuhpflanze züchten wir 2 Kuhpflanzen und lassen die zweite Kuhpflanze regelmäßig von Rapunzel trinken. Das heißt, wir lassen sie einmal am Tag von ihr füttern und einmal am Tag muss Rapunzel das Stück Kuchen essen. Ich würde euch empfehlen, dass Rapunzel das tut, wenn sie in einer guten Stimmung ist, da es sonst tatsächlich leicht zu Unfällen kommen sollte. Also entweder ihr habt einfach wirklich viele Schnitterblumen im Inventar, wenn der Sensenmann doch mal an die Tür klopft, oder ihr achtet einfach darauf, dass Rapunzel das Stück Kuchen nur isst, wenn es ihr auch wirklich gut geht. Damit habe ich den Punkt der Nötigung vorgezogen. Nun schauen wir uns aber noch einmal genauer an,
welche beiden Kinder Mutter Gothel eigentlich hat und in welcher Reihenfolge diese bei ihr einziehen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht zu ausführlich, denn dazu gab es ja schon mal ein Video. Und damit wird es an dieser Stelle Zeit für eine kleine Unterbrechung durch unseren Sidekick. Nicht im Film Rapunzel neu verföhnt, aber dafür in einer Spin-off-Serie wurde enthüllt, dass Mutter Gothel tatsächlich eine leibliche Tochter hat, und zwar Cassandra. Daher könnt ihr, wenn ihr diese Storyline spielen könnt, tatsächlich mit einem Random Sim in der Welt flirten und durch einen One-Night-Stand schwanger werden. Dieses Kind lebt dann bei euch, ihr kümmert euch so ein bisschen drum, zumindest dass es nicht abgeholt wird, vorerst nicht, und lebt ein bisschen neben ihr her und kümmert euch aber eigentlich um euren eigenen Kram. Sobald Cassandra dann zum Kind geworden ist es tatsächlich völlig egal, ob sie zum Vater zieht oder abgeholt wird oder einfach weiter bei euch lebt, ein bisschen das Haus putzt und nicht sonderlich viel mit euch zu tun hat. Sobald sie das Kleinkindalter erreicht hat, geht es weiter mit der Adoption. Eine völlig optionale Storyline. Spielt sie mit oder lasst es sein und steigt gleich beim nächsten Punkt wieder ein. Wir brauchen natürlich ein Rapunzel, das wir in unseren Turm sperren und ausnutzen können. Adoptiere einen Säugling. Adoptieren war jetzt vielleicht etwas euphemistisch ausgedrückt. Tatsächlich haben wir in Die Sims 4, wenn wir keine Mods oder ähnliches benutzen, nicht so viele andere Möglichkeiten, das darzustellen. Eine andere Möglichkeit, die jetzt nicht originär eine Adoption wäre, sondern so einen Hauch von Kriminalität hat, stelle ich euch in meinem ersten Video dieser Generation vor, das ich euch hier oben kurz verlinke. Aber prinzipiell dürft ihr den Säugling auch einfach adoptieren. Sobald er bei euch wohnt, wird er oben in einen eigens auf dem Grundstück errichteten Turm gesperrt. Ihr könnt ihr natürlich auch etwas aus der Galerie runterladen und darf bis zum Geburtstag zur jungen Erwachsenen diesen Turm nicht verlassen. Nicht einmal für die Schule. Und jetzt wird es kompliziert. Und das ist mir tatsächlich irgendwie mal auf meinem Arbeitsweg eingefallen, dass ich dran gedacht habe, oh Mist, wenn Rapunzel als Kind nicht zur Schule geht, gab es nicht irgendwann mal so ein Update, dass sie abgeholt werden kann, wenn sie zu schlecht in der Schule ist? So wie damals bei Sims 2, als die auf einmal irgendwie zur Militärschule geschickt wurden und so ein Quatsch? Oder war das die Sims 1? Das kann tatsächlich passieren. Also wie lösen wir das am besten? Es darf gar keine Schule stattfinden. Und hier kommt jetzt das Pack Jahreszeiten ins Spiel, das euch dabei helfen kann, dass die Kinder tatsächlich niemals zur Schule müssen. Und wie das genau geht, zeige ich euch gleich im Let's Play-Teil. Sobald ihr adoptiert habt, trennt ihr euch erstmal von allen Dingen, die euch in irgendeiner Weise verraten könnten. Das heißt, zunächst einmal natürlich von eurer eigenen Tochter, aber auch von eurem Job als Schauspielerin oder Musikerin und vom Ruhm. Das heißt, wenn ihr Werde berühmt besitzt, tretet ihr auch aus dem Rampenlicht zurück. Denn ihr wollt schließlich nicht gefunden werden und dass irgendjemand dieses dunkle Geheimnis aufdeckt. Und da sie den ganzen Tag im Turm lebt und nicht mal zur Schule gehen kann, hat sie auch ausreichend Zeit, um ihre sämtlichen Fähigkeiten in die Höhe zu treiben. Ja, was macht Rapunzel wohl den ganzen Tag in ihrem Turm? Ich glaube, das liegt bei jedem selbst. Es gibt wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Eine Sache, die sie auf jeden Fall tut, zumindest als Storytelling-Ziel eurer Challenge, ist es zu malen, insbesondere als Teenagerin. Die frühen Versuche könnt ihr ja irgendwo im Turm aufhängen und die späteren wirklich guten Bilder wird Mutter Gothel sich unter den Nagel reißen. Und zwar nicht, um ihr Haus damit zu dekorieren, sondern um sie zu verkaufen. Wir müssen ja auch Geld auftreiben. Wir haben ja keine richtige Karriere mehr. Und ich finde, das passt auch wieder wunderbar in diese Situation rein, die wir darzustellen versuchen, dass
Mutter Gothel Rapunzel auf alle nur erdenklichen Arten ausnutzt. Wir sind jetzt hier in, ich wollte sagen Godric's Hollow, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Sleepy Hollow? Nee, wo sind wir denn? Jedenfalls hier in diesem Anwesen. Ich habe nämlich gerade ewig in Weltenverwalten schauen müssen, wo hier noch ein Vampir wohnt. Denn da ich ja die Nachbarschaftsgeschichten anhab und die Nachbarschaften mitaltern lassen habe, habe ich ja auch die Ursprungsvampire nicht mehr. Ich möchte mich ja aber gern verwandeln lassen. Und jetzt habe ich jemanden ausfindig gemacht, der zufällig auch noch in was auch immer Hollow wohnt. Und mit dem würde ich mich jetzt gerne mal bekannt machen. Gut, ich glaube, dann müssen wir uns erstmal ein bisschen mit dem gut stellen, uns anfreunden, erzählen, wie toll wir Vampire finden. Existenz von Vampiren. Ja, wir können mal mit einem Vampir darüber diskutieren, ob es Vampire gibt. Bitten zu verwandeln. Na, das ging schnell. Und mal schauen, ob er dazu Lust hat. Oh, ich habe Hunger. Habe ich vielleicht im Inventar noch irgendwie eine Tomate? Und danach vielleicht bitten zu verwandeln. Jetzt muss ich das natürlich nochmal suchen. Ich habe ja keine Ahnung, in welche Kategorie das sein soll. Vielleicht tiefgründige Gedanken? Ja, jetzt muss ich es wieder suchen. Interessen. Okay, jetzt muss ich suchen. Das ist natürlich blöd. Bitten zu verwandeln. Das war einfach hier in keiner Kategorie drin. So, jetzt geht es mir ein bisschen besser, nachdem ich meine Tomate gegessen habe. Ja, ich werde nicht mehr lange von Hunger geplagt sein. Komm, verwandel mich. Übrigens sehr schönes Haus hier. Sehr hell eingerichtet. Wer soll denn hier alles schlafen? Der wohnt doch hier alleine. So, oh. Hui. Ja, das hast aber auch schöne Flügel in deiner Vampirform. Ja, die gehören zu diesem Feen-Mod, den ich habe. Es ist natürlich irgendwie witzig, dass er das hat. Und ich wurde gebissen und werde mich wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein wenig komisch fühlen und verwandeln. Achso, jetzt soll ich ihn auch nochmal beißen, um zu testen, ob es geklappt hat. Oh, es ist überhaupt nichts passiert. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Aber es war lustig. Ja, okay, tschüss, dankeschön, Krishna. Bis zum nächsten Mal. Na gut, da kann ich erstmal wieder nach Hause fahren. Das war jetzt unkomplizierter, als ich gedacht habe. Boah, bin ich froh. Es hat zwar gedauert, den ausfindig zu machen. Ich hätte einfach mal gleich in Sleepy Hollow gucken müssen. Nee, nicht Sleepy Hollow. Ich muss unbedingt recherchieren, wie dieser Ort heißt. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Jetzt ist es soweit. Wir verwandeln uns in einen Vampir. Es hat hier gerade noch gebrannt. Wir haben den Brand erfolgreich gelöscht und wir haben uns in einen Vampir verwandelt. Vampirische Sims versehren sich nach dem Plasma anderer Sims. Fangzähne zeigen. Ja, dann musst du dir jetzt auch kein Essen machen. Das ist unsere dunkle Form. Das werde ich, ja, nicht zu verhindern wissen, aber das werde ich auf jeden Fall ändern. Was hast du jetzt vor? Schneeschaufeln. Okay, was für ein Aktionismus. Das Nervende ist, wenn man jetzt hier nicht irgendwelche Sims in Reichweite hat, die Häschen nützen mir da nichts, die man aussaugen kann. Oh, ich muss mal wieder ein bisschen Unkraut hieten. Dann, ja, nervt es natürlich tierisch, dass man jetzt hier ständig irgendwie Frösche sammeln oder Fische fangen muss, aus denen man Plasmabeutel bereiten kann. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo angeln kann. Ich glaube nicht. Nee, ich habe noch keinen Fisch. Ich gucke mal so ein bisschen, ob hier doch noch eine Froschstelle oder eine Angelstelle ist. Also ich weiß nicht, ob man hier angeln kann. Hier ist zumindest ein Fluss. Gut, dann werden wir heute Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, einfach mal eine Runde angeln gehen. Hier ist ja so ein Schild. Ich hoffe, ja natürlich, der Fluss ist zugefroren. Ah, wie soll ich denn dann essen kommen? Gut, da muss ich tatsächlich Sims jagen. Und warum sollen wir uns denn einfach so einen unschuldigen Dorfbewohner als unser erstes Opfer auswählen? Warum gehen wir nicht einfach an den schrecklichen Ort oder wie auch immer traumatischen Ort unserer Kindheit zurück? Ein bisschen seltsam war das ja schon. So, und jetzt schauen wir mal, wie wir uns hier Zutritt verschaffen können. Vampirischer Zutritt. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Und das sieht ziemlich cool aus.
rein mit mir. Tür ist offen. Und dann schauen wir doch gleich mal, wer unser erstes Opfer wird aus diesem Haushalt. Ich sehe da schon eins. Meine Schwester oder Cinderella hat ein Kind bekommen. Muss ich dann gleich mal in den Stammbaum schauen. Interessant, interessant. Gut, wen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir vielleicht Cinderella als erstes Opfer oder die Mutter? Ich glaube, wir nehmen die Mutter. Und wir spotten über ihre Vergänglichkeit. Dann werden wir sie zu einem ausgiebigen Trank nötigen. So, nun habe ich die Macht über dich. Ich finde irgendwie, das ist ein gutes erstes Opfer. Und irgendwie wollte ich den Gedanken als Vampirin noch abschließen. Oh, und dieses Plasma hat meine Geschmacksknospen gekitzelt. Ich spiele nicht oft mit Vampiren, aber das ist mir schon aufgefallen, dass die auf jeden Fall ihre Favoriten haben. Dass manches Blut besonders gut schmeckt im Gegensatz zu anderem. Steht hier, glaube ich, auch irgendwo. Ja, dieser Sim war besonders schmackhaft und ruht sich erstmal eine Runde aus. Gut, na, ich würde sagen, dann können wir erstmal wieder nach Hause fahren. Nee, du willst ja jetzt nicht Wäsche machen. Nee, das ist Cinderellas Aufgabe. Ich hätte dieses Kind vielleicht mal noch, ausschläft gerade, kennenlernen können. Gut, dann gehen wir nach Hause. Ach ja, und mir ist übrigens eingefallen, der Vampirort heißt natürlich Forgotten Hollow. Ist mir dann irgendwie letztens beim Zähneputzen eingefallen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ja, passt natürlich. Hatte ich einfach vergessen. Unsere Alva ist jetzt zum Kind geworden und das bedeutet nicht nur, dass ich den Turm ein bisschen aufgemotzt habe und ihr 2 neue Etagen gegönnt habe, also hier die Schlaf- und ja, Aktivitätsetage mit vielen schönen Sachen, womit sie sich so die Zeit vertreiben kann. Und jetzt ist aber ein Problem aufgekommen, und zwar diese Sache mit dem Nicht zur Schule gehen. Ich habe nämlich Angst, dass die Noten so sehr leiden, dass sie abgeholt wird, und das möchte ich natürlich nicht. Denn ich muss es ja bis zur nächsten Generation schaffen. Also kann ich jetzt hier fleißig Schulprojekte machen und Hausaufgaben natürlich auch. Aber ich will es nicht riskieren und ich glaube, es wird auch nichts bringen. Wir werden, wenn wir nicht zur Schule gehen, immer mehr absacken bis zur 5er Grundschülerin und dann kommt jemand und nimmt sie weg. Und zur Schule gehen ist für mich auch einfach keine Option, weil das nicht zur Storyline passt. Also es darf niemand wissen, in was für einer Familie sie hier lebt oder dass sie überhaupt irgendwo lebt, unter falschem Namen oder wie auch immer. Und deswegen musste ich mir was einfallen lassen. Ich meine, es gibt natürlich irgendwie Mods, mit denen man homeschoolen kann, aber ich nehme mir jetzt irgendwie was anderes zur Hilfe. Erstmal haben wir 3 Urlaubstage und wir schauen uns mal kurz den Kalender an. Hier ist ihr Geburtstag und ich habe mir gedacht, ich zähle jetzt einfach mal die Schultage, die es hier überhaupt zu bewältigen gibt. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Wochenende 10. 10 Schultage, 3 Urlaubstage, da haben wir noch 7. Das heißt, wir könnten eine Woche lang Winterferien machen. Ich würde tatsächlich hier einen Urlaubstag nehmen und die beiden sind schon Feiertage, das ist dann eher kritisch. Da würde ich auch. Nee, Quatsch. Die sind ja dann auch frei, oder? Herbstfest ist auch frei? Dann sind es ja noch weniger. Erntefest, Feiertag. Ja, das steht jetzt hier gar nicht. Ob das ein. Mal kurz gucken. Doch, ist ein Arbeits- und Schulfreier Tag. Genau. Und Feiertag in der Stadt ist kein schulfreier Tag. Der ist ja auch variabel. Also gut, dann sind es sogar 4. Dann müssten wir eben noch 6 Tage irgendwie frei machen. Und mit dem Erweiterungspark Jahreszeiten, mit dem man auch diesen Kalender hat, oder ich bin unsicher, ich glaube, den Kalender gibt es auch so schon alleine hier für diese ganzen anderen Events. Aber man kann selbst keine Feiertage machen, soweit ich weiß. Das ist aber genau das, was wir jetzt machen werden. Und zwar werden wir jetzt hier, was habe ich gesagt, 10 minus 4, 6 Tage Winterferien machen. Also zumindest erstmal hier diese ganze Woche. Einen Feiertag hinzufügen. Wir nennen das Ding Winterferien. So, da gibt es ja auch irgendwie kein schönes Symbol dafür. Kein besonders passendes, außer diesen Weihnachtsbaum vielleicht. Das Winterferien. So, Deko-Thema
Winterfest. So, und ich meine, da können wir uns jetzt eigentlich, das ist wichtig hier, Arbeits- und schulfreier Tag. Und jetzt können wir uns eigentlich irgendwie für jeden Tag was anderes überlegen. Festliche Stimmung zum Beispiel. Einfach sowas müsst ihr auch nicht machen, das war jetzt einfach nur so eine Idee. So, und das machen wir jetzt hier nochmal. So, jetzt habe ich es geschafft. Wir haben hier 6 Ferientage plus 3 Urlaubstage sind 9, plus einmal Erntefest sind 10. Es sollte funktionieren, dass wir überhaupt nicht in die Schule müssen. Ich darf dann nur nicht vergessen, hier Urlaub zu nehmen, aber das betrifft ja jetzt einfach nur die beiden Tage und den Freitag. Und dann sollte ich nie zur Schule müssen. Als Kind, wenn dann hier der Geburtstag ist. Okay, hoffen wir mal, dass das klappt. Und als Teenagerin ist es ja dann nicht mehr so schlimm. Da wird sie dann einfach der Schule verwiesen, da ich Highschool-Jahre installiert habe. Genau. Ja, wenn ihr Jahreszeiten habt und das genauso macht wie ich, dann kann es natürlich sein, dass da gerade nicht Winter ist. Dann denkt ihr euch irgendwelche anderen Ferien aus. Aber das sollte jetzt funktionieren. Und ich darf natürlich nicht vergessen, Urlaub zu nehmen. Ja, davon abgesehen ist es natürlich trotzdem ein schöner Zeitvertreib und auch für den Fähigkeitenaufbau sinnvoll, wenn ihr euch mit solchen Schulprojekten hier befasst. Und wenn sie nicht zur Schule geht, hat sie natürlich auch viel mehr Zeit, ihre eigenen Fähigkeiten in die Höhe zu treiben. Ist ja am Ende auch nicht so schlecht. So, kannst du mal wieder kurz aufhören, den Urlaub einreichen, dass wir hier auf keinen Fall zur Schule müssen. Wobei, ich meine, wenn sie 3 Tage schwänzt, ist das, glaube ich, auch überhaupt kein Ding. Aber wir können ja auch einfach sehr korrekt sein. Ja, es wäre jetzt auch, ist eigentlich auch nicht korrekt, dass sie ein Handy hat und in der Schule anruft, ich weiß. Aber es geht eben auch nicht, alles perfekt abzubilden. So, wie macht ihr das mit dem Schuleschwänzen? Oder wenn ihr keine Jahreszeiten habt, gibt es noch irgendwelche anderen Ideen? Das war jetzt irgendwie das Naheliegendste, was mir eingefallen ist. Schreibt doch gerne mal, wie ihr das macht. Oder ob eure Rapunzel dann einfach doch zur Schule gehen muss, weil es keinen anderen Weg gibt. Und was mich auch noch interessieren würde, gibt es jemanden, dem schon mal ein Kind weggeholt wurde, weil die Noten tatsächlich zu schlecht waren? Und wir steigen hier an einem regnerischen Frühlingsmontag wieder in die Story ein. Es gewittert, was ganz gut ist für Lucretia. Und ja, ihr habt es gerade schon gesehen, die Schule beginnt in einer Stunde. Rapunzel ist hier in ihrem Turm. Ich werde euch auch gleich meine Roomtour geben. Ich wollte nur kurz ein paar Worte zur Schule sagen. Sie ist jetzt 4er Oberschülerin. Es hat irgendwie ziemlich lange gedauert, dass sie wirklich schlechte 4er Oberschülerin ist. Ich meine, die war noch nie in der Schule. Als Kind hat sie wie jedes andere Kind hier in der Mitte angefangen als 3er Schülerin und hat dann natürlich Ferien gehabt, weshalb sie irgendwie ja nicht schlechter oder besser geworden ist. Jetzt als Teen, ich muss mal schauen, wie alt sie eigentlich ist. Der Altersabschnitt ist schon fast wieder um. Ich warte hier eigentlich noch so ein bisschen auf einen Schulrauswurf, einfach weil ich es mal wieder erleben wollte. Das geht, glaube ich, nur, wenn man Highschool-Jahre installiert hat. Und das ist auch der Punkt. Sie geht ja nicht zur Schule, weil sie nicht aus diesem Turm rauskommt. Ich habe sie hier wirklich eingesperrt. Also durch die Tür hier unten kann nur Muttergurtel durch. Und sie kann jetzt nicht zur Schule gehen. Genau, das geht nicht. Also ich bin sicher, dass sie Schule schwänzen möchte. Und ich habe hier schon die Folgennachricht deaktiviert, denn ich glaube, wenn kommt, will ich mitmachen, dann könnte man sich irgendwie über diese Grenze widersetzen. Ich habe es nicht probiert, kann aber durchaus sein. Ja, warum will ich eigentlich aus der Schule rausgeschmissen werden? Ich glaube, weil ich einfach nochmal darauf aufmerksam machen wollte, dass irgendwie jedes schlechte Verhalten oder was andere als schlecht ansehen schon einen Hintergrund hat. Ich meine, wenn sich jemand schlecht benimmt in der Schule, auffällig ist, schlechte Noten hat, nicht mit Mitschülern klarkommt, sich ständig mit Mitschülern prügelt, andere mobbt, wie auch immer, sollte man doch irgendwie mal schauen, was in dem Elternhaus vielleicht schief läuft. Denn irgendwie hat doch jedes schlechte oder komische oder Verhalten, das man wie auch immer bewertet, seinen Hintergrund. Weshalb man ja Kindern, die einen Wutanfall haben, auch empathisch begegnen soll. Und sich immer fragen soll, was ist jetzt eigentlich gerade das Bedürfnis dahinter. So, Schluss mit dem Exkurs. Jetzt die Roomtour. Ihr habt gesehen, mein Rapunzelturm hat sich ein bisschen verändert. Das Zimmer ist etwas jugendlicher geworden, natürlich auch immer noch hier mit schönen Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Sie hat hier im Inventar auch noch einen Strickkorb
und schon so ein paar Projekte, was sie gemacht hat. Natürlich hier die Maltafel, wir können gleich mal eine Runde malen, denn ich wollte ja auch irgendwie noch ein bisschen über die Misshandlung sprechen. Ja, zunächst aber noch hier die kleine Badetage. Ich weiß nicht, ob man die schon mal irgendwo gesehen hatte. Die bin ich irgendwie ganz schön stolz drauf, weil ich die sehr niedlich gelungen finde. Kleine Küche. Ja, es ist kein Ofen, da werden manchmal dann Sachen einfach stehen gelassen, aber zumindest so ein bisschen selbst verpflegen kann sie sich jetzt. Und hier unten der Eingang mit den gesammelten Werken aus ihrer Kindheit. Da hat sie ja auch schon den ganzen Tag damit verbracht, zu malen. Keil, dich will ich jetzt nicht sehen. Ja, hier ist das Beet von der Kuhpflanze, die inzwischen leider gestorben ist. Und jetzt muss ich euch eigentlich mal erzählen, eigentlich hätte ich diese Challenge schon längst verloren. Mir ist was total Blödes passiert. Ich habe euch diese Szenen gedreht, wenn ihr das Vampire-Pack nicht habt, wie ihr dann sozusagen eure Rapunzel misshandeln könnt oder von ihr zehren könnt, wie auch immer. Im Film zehrt Mutter Godel natürlich von den Haaren, die sie am Leben erhalten, wenn Rapunzel dieses magische Lied singt. Als Alternative zur Vampiridee, das irgendwie umzusetzen, habe ich hier die Kuhpflanze platziert gehabt und habe Alva auch mal provoziert, dieses Kuchenstück zu essen. Und ich habe das, glaube ich, nur 2-mal oder so gemacht. Dann ist sie von der Kuhpflanze gestorben. Das habt ihr auch in dem Video gesehen. Dann kam der Sensenmann und er kam hier nicht hoch. Der stand dann einfach hier rum und es ist nichts passiert. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht kommt er nicht durch die Tür, weil ich die ja abgeschlossen habe, dass nur Mutter Godel durch kann. Habe ich aufgemacht, hat sich irgendwie immer noch nicht bewegt. Dann habe ich mich gefragt, ob der Sensenmann vielleicht nicht über diese Leitern hier kommt. Wisst ihr was dazu? Habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht? Das würde mich voll interessieren. Bevor ich weiter erzähle, Lucretia hat Durst, werden wir uns doch hier gleich mal an unserem Opfer vergreifen, das hier so schön malt und auch gleich fertig ist mit seinem Bildchen. Das heißt, wir können das Bild verkaufen und wir können gleich mal sie zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Das habt ihr zwar auch schon gesehen, aber ich möchte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass das hier irgendwie an der Tagesordnung ist, in diesem Turm, auf diesem Grundstück, wenn hier nicht gerade irgendwie jemand vorbeikommt, den ich anzapfen kann. Ja, das ist ein trauriges Leben hier, ich verstehe das. Es ist zwar alles hübsch und so, aber es würde mich auch nerven, den ganzen Tag nur an diesem Turm rumzuhängen. Und wenn sie getrunken hat, verkauft sie natürlich auch noch das Bild. Ich weiß gar nicht, ob Sims auch sterben können, wenn die zu oft von Vampiren angezapft werden. Ich glaube es eigentlich nicht. Sie fällt jetzt hier um gleich und ihr werdet sehen, dass der Zopf dann voll creepy absteht. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Das ist jedenfalls irgendwie meine Art, diesen, ja, irgendwo auch körperlichen Missbrauch darzustellen. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Und plumps. So, jetzt steht der Zopf hier so komisch hoch, aber ich musste die Frisur einfach nehmen. Wir verkaufen das Bild noch. So, und weiter geht's mit der Geschichte. Also, meine These ist, der Sensenmann kommt diese Leiter hier nicht hoch. Kann durchaus sein. Jedenfalls habe ich den Sensenmann dann resettet, sollte man einfach nicht tun. Und Alva war weg. Gestorben, abtransportiert, ins Jenseits befördert, Orne stand da. Oder Grabstein, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. War übrigens auch noch vor dem großen Update. Und das Problem war dann einfach, ich hatte überhaupt nicht die Chance, ihm eine Schnitterblume zu schenken. Also ich konnte nichts machen. So, meine Alva war also weg und ich war irgendwie am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Und ja, kurz darauf bin ich mit Lucretia zu lange in der Sonne und sie verbrennt einfach mal. Und dann habe ich auch versucht, noch irgendwie so schnell wie möglich ins Haus zu kommen und habe sie auch resettet und dann war sie weg. Und dann habe ich diese charmante Nachricht bekommen, die ich nur noch aus Sims 2 kenne, von wegen, wenn es darum ginge, alle Sims umzubringen, hättest du gewonnen, aber leider ist das eine Lebenssimulation. Und hatte dann die Möglichkeit, zurück ins Hauptmenü zu gehen oder zu speichern und irgendwie neu anzufangen. Und dann habe ich nicht für die Speichern-Option entschieden, sondern für die Hauptmenü-Option. Und da hatte ich dann das Glück, dass
nicht gespeichert wurde und die beiden einfach noch da waren. Und noch mehr Glück hatte ich, dass ich kurz vorher hier wieder neu angefangen hatte und noch gar nicht viel passiert war, was ich hätte speichern müssen. Jedenfalls habe ich es ab dem Punkt dann mit der Kuhpflanze gelassen und seitdem habe ich auch nie wieder, also die ist dann natürlich auch irgendwie verhungert, und seitdem habe ich nie wieder eine neue Kuhpflanze hier bekommen an meiner schönen Pflanzenzucht. Und was mich übrigens auch ärgert, da würde mich auch mal interessieren, wie eure Erfahrungen sind. Die Kuhpflanze stand wirklich lange hier und ich musste die aber einfach regelmäßig füttern. Es war auch nicht nur eine, es waren, glaube ich, insgesamt jetzt 3 Pflanzen, die ich hatte. Hier kommen einfach nicht random Leute vorbei, die sich für mich interessieren oder ja, ich lebe halt wirklich in Abgeschiedenheit. Mein Ziel ist es ja, dass hier bald mal irgendwie jemand vorbeikommt, der Rapunzel rettet. Und ich habe einen Favoriten, den ich auch hier schon in die Nähe habe einziehen lassen und den sehe ich einfach nie. Ich habe den noch nie gesehen. Linus Thompson, der wohnt irgendwo hier oben in diesem coolen Berghaus hier. Aber mein, ja, Favorite Flynn Rider sozusagen, der läuft hier nicht einfach mal so random lang. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das auflöse, obwohl er hier schon in dem Haus lebt. Vielleicht hätte ich doch nach Newcrest ziehen müssen, ich weiß es nicht. Hat es jemand von euch gemacht? Laufen da mehr random Leute rum? Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar Worte zum Gaslighting. Ich habe nicht wirklich eine Sims 4-Entsprechung gefunden, um das irgendwie darzustellen. Ich fand es aber wichtig, das zumindest in dieser Generation mal zu erwähnen. Jedenfalls bis auf diese Sache, dass Rapunzel besonders kontrollierte Emotionen hat und ein sehr empathischer Mensch ist, da sie ja quasi keine Gefühle haben darf, die an die Oberfläche treten. Es wird ja alles immer negiert, was sie sagt, na, wenn sie irgendwie gerne sich die Lichter anschauen möchte oder sich traurig fühlt oder wütend ist, dann ja, warum soll sie denn wütend sein? Sie hat doch alles, die Mutter kümmert sich um sie und wenn überhaupt, dann ist ja Rapunzel daran schuld, dass die Mutter ihr Leben dafür opfert. Ach, was weiß ich habe die Zitate nicht ganz so im Kopf. Ich habe mir tatsächlich noch Zitate aufgeschrieben, die ich besonders passend fand. Sowas wie, hörst du eigentlich, was du da redest? Warum stellst du nur so eine lächerliche Frage? Also alles, was sie fragt. Und ich meine, sie ist natürlich ein naiver Mensch, aber sie hat ja auch nichts anderes gesehen in ihrem Leben. Sie weiß nicht mal, dass das nicht normal ist, in einem Turm eingesperrt zu werden, oder sie weiß noch nicht mal, dass das nicht ihre richtige Mutter ist, mit der sie da lebt. Sie denkt, das ist Liebe, in einem Turm eingesperrt zu werden und von jemandem so behandelt zu werden. So behandelt eine Mutter eben ihre Tochter. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich krass. Das sind wirklich so diese dunklen Szenen in dem Film, die, finde ich, tief unter die Haut gehen. Ich meine, viele Disney-Filme haben wirklich dunkle Botschaften, aber das fand ich besonders krass. Und also das wollte ich jetzt irgendwie nicht unerwähnt lassen, wenn es hier um eine Disney Parent Challenge geht, weil, und vielleicht sollte ich auch irgendwie noch eine Triggerwarnung einbauen vorne, aber ich glaube, es geht einigen so, dass sie denken, es ist normal, wenn man so mit ihnen umgeht, weil sie das nicht anders gelernt haben im Elternhaus. Und ja, deswegen finde ich es umso schöner, dass Rapunzel in unserer Geschichte diesem Turm entkommt und jemanden findet, der ihr wahre Liebe zeigen kann. Und dazu wird es dann im 4. Part kommen. Ja, es gibt noch einen 4. Part von dieser Generation, weil die Let's Play-Anteile doch ziemlich lang geworden sind und ich werde ab der nächsten Generation auch ein bisschen was umstellen, was hier diese Videoproduktion betrifft, aber das erzähle ich euch dann. Seid gespannt auf den Moment, in dem Rapunzel endlich dem Turm entkommt und das ist dann auch unser letzter Storytelling-Aspekt. Den werde ich aber dann wirklich erst beim nächsten Mal erzählen. Also bis dahin und eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn unsere Geschichte dann doch endlich zu einem guten Ende findet. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr über eure Kommentare, Likes, Abos und ja, wenn ihr irgendwie Lust habt, mehr mit mir in Austausch zu treten oder noch mehr kleine Dinge zur Challenge zu sehen, dann freue ich mich auch, wenn wir uns auf Instagram wieder treffen. Bis zum nächsten Mal oder bis dahin. Tschüss!